Russland reicht Klage in Milliardenhöhe ein, weil die EU russische Assets einfriert. Ist davon möglicherweise auch Clearstream betroffen? Heißt es jetzt, dass auch dein Depot in Gefahr ist, dass du möglicherweise enteignet wirst, weil vielleicht Clearstream pleite geht aufgrund dieser Milliardenklage aus Russland? Mit diesen schwerwiegenden und faszinierenden Fragen wollen wir uns in diesem Video einmal auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du an den Kapitalmärkten investiert bist und am liebsten gerne unabhängig, möglichst steuerschonend, vielleicht sogar steuerfrei im Ausland leben willst vom Eigenkapital, von den eigenen Kapitalerträgen, aber nicht so richtig weißt, wie du das Ganze angehen sollst, dann lade ich dich jetzt ein zu unserem Seminar Steueroptimiert Auswandern als Investor und Trader in Zürich. Das veranstalten wir dort regelmäßig, Termine auf unserer Webseite. Wir erklären dir alles, was du wissen musst, damit du steueroptimiert als Investor auswandern kannst, welche Länder besonders günstig sind, auf was du achten musst, was ist mit dem Thema Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung in Deutschland, welche Anlageformen lohnen sich besonders, welche nicht. Mit dabei ist Jay Madrow. Er ist ehemaliger Wall Street Banker. Er bringt Menschen das Traden bei. Wenn du also in dem Bereich noch keine große Erfahrung hast, aber trotzdem den Traum hast, den Wunsch hast, auszuwandern und von deinem Kapital zu leben, dann kann das für dich der ideale Event sein, wo du alles lernst zum Thema Steuern, aber eben auch von Jay aus erster Hand erfährst, wie man das mit dem Traden und Investieren so machen kann, dass man dort verlässlich Einkünfte erzielt, wie viel Kapital man braucht, welche Assetklassen sich besonders lohnen. Über das alles wird Jay sprechen. Also, ich würde mich freuen, dich bei diesem Event begrüßen zu dürfen. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hast es ja wahrscheinlich in den Nachrichten gelesen. Die EU hat jetzt einen Kredit an die Ukraine gegeben, 90 Milliarden Euro. Zunächst war ja geplant, dass dieses Darlehen besichert wird durch eingefrorene russische Assets. Ich hatte ja dazu auch schon ein Video gemacht. Ich halte das für eine komplett bescheuerte Idee. Sie ist rechtlich höchst problematisch und auch einfach dumm, denn die Konsequenzen, die sich daraus ergeben können für die Finanzmärkte, für unser Finanzsystem, sind möglicherweise sehr erheblich. Aber wenn du dir die Trottel anschaust, von denen wir regiert werden, dann wundert dich das nicht. Populistische Entscheidungen mit der Moralkeule zu drohen. Darauf kommt es unseren Politikern offensichtlich an. Es steht nicht wirklich das Wohl der Bevölkerung im Vordergrund. Man hat sich nun entschieden, dieses Darlehen ohne die Besicherung durch diese russischen Assets an die Ukraine zu geben, weil ja einige Länder doch Protest eingelegt haben, zum Beispiel Italien und Malta. Das ist also erstmal vom Tisch. Dennoch hat man sich entschieden, die Assets der Russen zunächst mal unbefristet weiter einzufrieren und dagegen hat jetzt Russland Klage eingereicht. Und zwar Klage in Milliardenhöhe, um genau zu sein, 229 Milliarden Dollar. Hierzu will ich dir mal folgenden Artikel kurz in der Frankfurter Rundschau zeigen. Russland macht Drohung nach EU-Entscheidung wahr. Sie wissen, dass es illegal ist. 24.12.2025. Nach der Entscheidung der EU-Kommission, beschlagnahmtes russisches Vermögen dauerhaft einzufrieren, kündigte die russische Zentralbank umgehend Gegenmaßnahmen an. Jetzt ist ihr erster Vergeltungsschritt klar. Russland fordert von dem Finanzdienstleister Euroclear, der die eingefrorenen Gelder verwahrt, Schadensersatz. Es geht um eine beträchtliche Summe und dann haben wir dann hier den Betrag von 229 Milliarden Dollar. Link zu dem Artikel packe ich natürlich in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Also gegen wen klagt Russland? Gegen wen klagt die russische Zentralbank? Gegen Euroclear. Was ist Euroclear? Euroclear ist ein sogenannter CSD, ein Zentralverwahrer. Er ist ganz entscheidend, wenn es darum geht, wie Wertpapiere aufbewahrt werden. Mehr dazu werde ich gleich erklären. Das Ganze ist relativ komplex. Deswegen bitte ich dich, dran zu bleiben und nicht die Geduld zu verlieren. Ich werde etwas brauchen, um das Ganze hier für dich aufdröseln zu können. Also die russische Zentralbank verklagt Euroclear und da werden jetzt natürlich Befürchtungen laut bei vielen, weil eben dieser Zentralverwahrer eine solch wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, wie eigentlich Wertpapiere gehalten werden. Auch Wertpapiere, die du übrigens hältst, wie ich dir gleich erzählen werde. Könnte es dazu kommen, durch diese gigantische Klage der Euroclear ausgesetzt ist, dass möglicherweise dann Euroclear pleite geht, dass dann die Wertpapiere, die verwahrt werden von Euroclear, letztlich gepfändet werden, dass du enteignet wirst, damit eben diese Schulden an die Russen von Euroclear bezahlt werden können. Darum machen sich jetzt viele Sorgen. Es gab auch schon einige Videos hier bei YouTube zu dem Thema. Ein Video von einem relativ bekannten
Finfluencer, wie man so heute sagt, fand ich besonders interessant. Er sprach nämlich von Clearstream, also nicht von Euroclear, und hat davon gesprochen, dass Clearstream hier sozusagen impliziert ist. Das ist also totaler Quatsch und das musst du bitte genau auseinanderhalten, ja. Und da siehst du auch schon, wie sehr man darauf achten muss, wem man hier auf YouTube folgt. Also dieser Finfluencer, angeblicher Multimillionär, kann man ja alles behaupten, kann ja keiner nachprüfen. Dann war er angeblich mal Investmentbanker und jetzt bringt er anderen bei, wie man investiert. Aber wer nicht mal den Unterschied kennt zwischen Euroclear und Clearstream, naja, ob du dem vertrauen solltest, ich wage es ganz stark zu bezweifeln. Also, es geht nicht um Clearstream. Clearstream ist ein komplett unabhängiges Unternehmen, hat mit Euroclear überhaupt nichts zu tun. Clearstream gehört der deutschen Börse, Euroclear gehört den teilnehmenden Banken. Es gibt allerdings eine Gemeinsamkeit. Beide Unternehmen sind nämlich Zentralverwahrer. Aber hier geht es nicht um Clearstream, ja. Also hier geht es um Euroclear. Das alles hat mit Clearstream überhaupt nichts zu tun, bitte. Ganz wichtig, dass du das auseinanderhältst. Tatsächlich ist aber Euroclear hier in gewisser Weise ins Fadenkreuz geraten, denn die Ratingagentur Fitch hat schon angekündigt, dass man möglicherweise die Bonität von Euroclear herabstufen wird aufgrund dieses Risikos hinsichtlich der russischen Assets. Auch hier will ich dir kurz einen Artikel zeigen. Hier ein Artikel von Reuters, Euroclear at risk of Fitch Ratings cut over Russian frozen assets. Also auch den Link packe ich natürlich in die Beschreibung dieses Videos. Aber im Grunde genommen sagt Reuters, dass sich Fitch fragt, ob man die Bonität von Euroclear herabstufen sollte, weil eben Euroclear sich solchen hohen Schadenersatzforderungen hier ausgesetzt sieht. So, und diese Nachricht hat natürlich ebenfalls zu großen Befürchtungen bei manchen Anlegern, auch bei Kleinanlegern geführt, was das jetzt alles für Konsequenzen haben könnte für das eigene Depot. So, und dann hat man natürlich auch gleich wieder sich erinnert an das Buch The Great Taking. Auch dazu haben wir mal ein Video gemacht, The Great Taking von David Rogers Webb, der ja genau von solchen Themen spricht. Das heißt, der genau davon spricht, was passiert, wenn ein solcher CSD oder ein Broker pleite geht. Was passiert dann mit deinen Aktien? Kannst du praktisch hier komplett enteignet werden, wenn jemand in dieser Verwahrungskette nicht mehr in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen, wird er dann auf deine Aktien zum Beispiel zurückraufen. Also schau dir gerne das Video an, das wir gemacht haben zu The Great Taking, findest du auf diesem Kanal. Bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich noch mal kurz erläutern, wie eigentlich die sogenannte Verwahrkette funktioniert. Wichtig ist für dich zu verstehen, wenn du Wertpapiere besitzt, sagen wir zum Beispiel Aktien oder Staatsanleihen, und die bei dir im Depot liegen, dann liegen die nicht wirklich bei dir im Depot, sondern letztlich in deinem Depot wird nur spiegelbildlich etwas abgebildet, was über eine ziemlich komplizierte Verwahrkette im Grunde genommen im Finanzsystem realisiert ist. Hierzu habe ich die KI mal eine Grafik erstellen lassen, ein Schaubild, das will ich dir jetzt gerne mal zeigen. So, also hier bist du als Privatanleger, du hast einen Broker, zum Beispiel Trade Republic oder ING. Dieser Broker wiederum hat dann ein gepooltes Konto möglicherweise bei einem ausländischen Verwahrer, wenn du jetzt zum Beispiel ausländische Wertpapiere hast, oder aber direkt beim Zentralverwahrer wie zum Beispiel Clearstream. Manche Broker, wenn sie keine Vollbroker sind, gehen auch noch dann erst über einen richtigen Broker. Das heißt, es sind möglicherweise noch andere Unternehmen in dieser Wertpapierverwahrkette involviert. Aber am Ende letztlich liegen deine Wertpapiere hier beim Zentralverwahrer bei Clearstream, aber eben nicht in deinem Namen, sondern letztlich im Namen des Brokers beziehungsweise des Global Custodian, wenn der auch noch hier involviert ist. Möglicherweise werden dann deine Aktien gepoolt auf verschiedenen Ebenen. Das heißt also, Clearstream weiß jetzt nicht, wem die Aktien gehören, die Clearstream verwaltet, die hier liegen, sondern letztlich Clearstream weiß nur den Namen des Brokers oder eben des ausländischen Custodians. Warum wird das so gemacht? Natürlich heutzutage im Zeitalter des elektronischen Wertpapierhandels muss das Ganze sehr schnell gehen, müssen Buchungen sehr schnell erfolgen, sehr schnell verschoben werden und deswegen hat man diese Infrastruktur etabliert. The Great Taking, dieses Buch, was ich gerade eben beschrieben habe, handelt im Grunde genau davon, was passiert, wenn jetzt einer der Beteiligten in dieser Verwahrkette hier pleite geht. Dazu komme ich jetzt aber gleich nochmal zurück. Ich will dir jetzt nämlich zuerst mal zeigen, wie eigentlich diese russische Situation sich darstellt, denn um die geht es ja genau hier auch, denn die russischen Assets werden ja auch wiederum von Euroclear gehalten.
Hier haben wir mal die Verwahrkette russischen Staatsvermögen aus Sicht des Zentralverwahrs. Also die russische Zentralbank ist rechtlicher Eigentümer von ausländischen Staatsanleihen, von Wertpapieren etc. pp. Dort gibt es dann irgendeine westliche Korrespondenzbank, sagen wir zum Beispiel eine Bank in UK von mir aus oder eine Bank in Irland oder sonst irgendwo. Die macht die operative Abwicklung. Das heißt, das ist sozusagen der Broker der russischen Zentralbank. Diese westliche Bank hat dann wiederum ein Konto bei Euroclear und dort werden tatsächlich die Wertpapiere dann verwahrt. Ja, und deswegen sind ja auch die Belgier, die sich große Sorgen machen vor russischer Rache, sage ich jetzt mal, wenn sie dem Ganzen zustimmen. Denn Euroclear ist ein belgisches Unternehmen und kann natürlich dann sanktioniert werden. Und jetzt sehen wir ja schon, um welche ausländischen Assets es sich handelt, zum Beispiel um amerikanische Staatsanleihen oder auch EU-Staatsanleihen. Da gibt es eben dann noch eine weitere Ebene der Verwahrkette. So, Euroclear ist jetzt das Unternehmen, was jetzt hier durch eine russische Klage, durch eine russische Schadensersatzklage letztlich bedroht ist. Und jetzt natürlich die Frage, die Russen wollen 229 Milliarden Dollar Schadensersatz haben. Mal angenommen, sie würden jetzt damit durchkommen. Euroclear hat dieses Geld nicht. Euroclear muss Insolvenz anmelden. Sind dann die ganzen Aktien letztlich, die ganzen Wertpapiere, die bei Euroclear gelagert sind, betroffen? Übrigens, also nur um das zu sagen, du kannst davon ausgehen, wenn du an der Börse aktiv bist, dass du auch letztlich Wertpapiere bei Euroclear liegen hast. Also wenn du zum Beispiel amerikanische Staatsanleihen kaufst, dann ist oftmals das CSD, also die zentrale Verwahrstelle Euroclear eben. Also das betrifft jetzt nicht die Russen, nur das betrifft natürlich jetzt möglicherweise jeden Kleinanleger. Clearstream ist das andere große CSD, aber wenn es eben um ausländische Wertpapiere geht, dann ist häufig Euroclear im Grunde genommen die primäre Stelle. Ich sage es deswegen die primäre Stelle, weil Clearstream hat ebenfalls eine internationale Niederlassung in Luxemburg, aber ich will das jetzt nicht zu verkomplizieren. Ja, also deswegen möglicherweise bist du impliziert, wenn in der Verwahrkette deines Brokers eben Clearstream irgendwo drin involviert ist, auf die Art und Weise, wie ich jetzt gerade eben es gesagt habe. Also, hier muss man natürlich verstehen, dass diese Wertpapiere nicht Eigentum von Euroclear sind. Die sind in einem Sondervermögen drin. Das heißt, selbst wenn jetzt Euroclear pleite gehen würde, dann wären diese Wertpapiere nicht betroffen. Sage ich jetzt mal einfach so. Ja, ich werde diese Aussage gleich noch weiter qualifizieren, denn so einfach ist es leider nicht. Aber grundsätzlich ist es so, die sind im Sondervermögen drin. Das heißt, selbst wenn Euroclear pleite geht, können die Wertpapiere, die bei Euroclear gelagert werden, nicht dafür verwendet werden, die Schulden von Euroclear zu bezahlen. Wie gesagt, die Wertpapiere sind bei Euroclear eingelagert im Namen des Brokers, nicht in deinem eigenen Namen, aber im Namen des Brokers im sogenannten Sondervermögen. Wenn jetzt weiter oben in der Wertpapierverwahrkette zum Beispiel der Broker pleite geht, dann gilt letztlich genau das Gleiche. Auch der Broker verwahrt die Wertpapiere für dich. Das ist Teil seines Sondervermögens. Das heißt, der Broker kann auch deine Wertpapiere nicht verwenden, zum Beispiel als Sicherheiten für seine eigenen Investments. Wobei man hier sagen muss, bei sogenannten Margin Accounts, also wenn du mit Darlehen tradest, nicht mit deinem eigenen Geld, dann kann der Broker die damit gekauften Wertpapiere tatsächlich als Sicherheiten dann verwenden. Aber in allen anderen Fällen, also wenn dir tatsächlich die Aktien gehören, dann sind diese Aktien tatsächlich geschützt. Damit meine ich jetzt eigentumsrechtlich geschützt. Auch bei einer Broker-Pleite oder auch bei einer Euroclear-Pleite wird nicht das Vermögen der Anleger betroffen sein. Da gibt es Beispiele dafür. Wir haben Mandanten, die waren Kunden bei Brokern, die dann pleite gegangen sind. Da ist genau dann also das passiert. Es hat zwar einige Zeit gedauert, bis der Kunde die Wertpapiere zurückbekommen hat, denn es ist dann alles immer ein riesen Kuddelmuddel, wenn es dort zu finanziellen Verwerfungen oder zu einer Insolvenz kommt. Aber der Kunde hat die Wertpapiere dieses Brokers, der insolvent gegangen ist, dann tatsächlich am Ende wieder bekommen. Das gleiche wäre auch zu erwarten, wenn Euroclear pleite geht. Würde Euroclear wirklich pleite gehen, wenn die EU das tatsächlich zulassen würde, dass Euroclear pleite geht, was ich mir kaum vorstellen kann, außer sie will natürlich jetzt mit Absicht hier einen Reset des Finanzsystems herbeiführen. Klingt ja wie eine komplett verrückte Idee, aber wir wissen, von was wir sprechen. Das wird natürlich zu großen Verwerfungen führen, zu großen Störungen des Wertpapierhandels. Denn Euroclear ist natürlich als Clearing-Unternehmen, als CSD extrem wichtig, dass das alles reibungslos funktioniert. Aber selbst wenn jetzt Euroclear pleite geht, kannst du davon ausgehen, letztlich, dass deine Wertpapiere hier nicht gepfändet werden würden, dass du nicht enteignet wirst. Aber, und da spricht im Grunde genommen auch das Buch The Great Taking davon. Ich muss sagen, The Great Taking gleitet dann sehr in Verschwörungstheorien ab.
ab, aber das hat natürlich einen wahren Kern. Und The Great Taking spricht hier zum Beispiel von Lehman Brothers, als die pleite gegangen sind. Das ist ja die gleiche Situation. Da gab es viele Kunden, die hatten Wertpapiere bei Lehman Brothers eingelagert, dann ging Lehman Brothers pleite und was passiert nun? Tatsächlich war es auch bei Lehman Brothers so, dass es oftmals jahrelang gedauert hat, bis die Kunden ihre Wertpapiere zurückbekommen haben. Zum Teil haben sie auch nicht zurückbekommen. Das widerspricht aber nicht dem, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Die Wertpapiere sind nicht in der Insolvenzmasse von Lehman Brothers untergegangen, sondern was passiert war, ist, dass Lehman Brothers eine chaotische Buchhaltung hatte. Ja, das heißt, in der Buchhaltung, in der Verwaltung dieser Wertpapiere gab es Fehler und man konnte dann hinterher nicht mehr richtig zuordnen, wem diese Wertpapiere gehört haben. Und dann ging es Jahre zum Teil, bis die Eigentümer ihre Wertpapiere zurück hatten und zum Teil konnten sie eben diese nicht mehr an die Eigentümer zurückführen, aber eben nicht aufgrund von Vorgängen während der Insolvenz, sondern aufgrund von Buchhaltungsfehlern. Hier greift übrigens dann auch die Einlagensicherung nicht. Die Einlagensicherung gilt ja nur für Banken, sie gilt es nicht für Wertpapiere. Es gibt im EU-Recht auch eine Entschädigung in diesem Fall, also im Falle von Buchhaltungsfehlern, von mindestens 20.000 Euro, die man hier als Maximalsumme vorsehen muss. Bei manchen EU-Ländern ist sie auch höher. Aber natürlich, wenn du jetzt ein Wertpapierdepot hast mit etlichen 100.000, dann hast du natürlich mit 20.000 noch einen großen Verlust eingefahren. Also damit wird man im Zweifelsfall nicht sehr weit kommen. Das Problem ist eigentlich an dieser ganzen Situation, dass Wertpapiere nicht in deinem Namen verwaltet werden. Bei Euroclear und bei Clearstream, da steht nur der Name des Brokers drin. Wenn da mehrere Parteien involviert sind, dann sind die ganzen Besitzverhältnisse ein riesen Kuddelmuddel. Und wenn eben irgendwas passiert einem dieser Handelspartner in der Wertpapierverwahrkette, dann kann es aufgrund der gerade eben dargestellten Sachverhalte natürlich für dich dann als Anleger schnell unangenehm werden. Was ist die einfache Antwort darauf? Die einfache Antwort darauf wäre natürlich, dass du deine Aktien direkt in deinem Namen hältst, dass sie nicht im Namen deines Brokers verwahrt werden in sogenannten Omnibus-Accounts, in sogenannten gepoolten Accounts, sondern dass du als direkter Besitzer bekannt bist. Das ist auch möglich, wobei man sagen muss, dass das mit Euroclear und Clearstream nur sehr bedingt möglich ist und auch sehr teuer ist. Manche Schweizer Banken und manche Liechtensteiner Banken bieten das an. Man muss sagen, nur im Bereich des Premium Banking oder Private Banking. Das heißt, für Normalanleger wird das nicht erschwinglich oder möglich sein. Und es ist eben so, dass du dich grundsätzlich auch nicht dagegen wehren kannst, dass du nichts dagegen machen kannst, wenn in deiner Wertpapierverwahrkette der Aktien, die du zum Beispiel hältst, der Wertpapiere, die du hältst, wenn dort Euroclear oder Clearstream mit beteiligt sind. So, die Amerikaner sind da weiter. Der Anlegerschutz ist tatsächlich natürlich in den USA besser als in der Europäischen Union. Das muss man ganz klar sagen. Auch wenn es auch hierzu Aussagen gibt, die absolut falsch sind, von wegen, dass der Anlegerschutz in den USA nicht besonders gut wäre, etc. pp. In den USA ist es relativ einfach möglich, amerikanische Aktien direkt in deinem Namen zu registrieren. Man nennt das Direct Registered Shares, also im Grunde genommen, wie gesagt, du bist als Eigentümer dieser Aktie bekannt und wenn es dann zu einer Insolvenz oder sowas kommt, dann kannst du diese Aktien sehr einfach dann dir zuordnen lassen und du bist eben davon nicht betroffen. Hier eine Webseite der FINRA, das ist die amerikanische Regulierungsbehörde. Ich werde diesen Link hier ebenfalls teilen in der Beschreibung dieses Videos. Wichtig ist eben zu verstehen, dass sich das nur auf amerikanische Wertpapiere bezieht und du müsstest dann auch einen amerikanischen Broker verwenden. Wir haben eine kleine Liste mit Brokern, die diese Direct Share Registration unterstützen. Das ist dann dort ehrlich gesagt auch nicht besonders teuer. Da zahlst du dann ein paar Dollar Gebühren letztlich, damit diese Aktien in deinem Namen gehalten werden. Wenn dich das interessiert, dann hinterlass uns einfach deine E-Mail. Ich packe einen Link hier in die Beschreibung zu diesem Video, wo du diese Infos anfordern kannst. Dann schicken wir dir per E-Mail ein paar Broker zu in den USA, wo du dich registrieren kannst, wo du ein Konto eröffnen kannst und dann eben dieses Direct Share Ownership machen kannst. Wie gesagt, mit europäischen Wertpapieren wird das leider nicht gehen. Zumindest nicht mit europäischen Wertpapieren, die nicht in den USA gehandelt werden. Wenn die in den USA gehandelt werden, sollte es eigentlich funktionieren. Also, wie du sehen kannst, alles ziemlich komplex. Es gibt in unserem Finanzsystem natürlich verborgene Risiken und wenn dann von solchen Klagen die Rede ist, wie jene, die jetzt Russland bzw. die russische Zentralbank hier eingereicht hat gegen Euroclear, dann wird uns natürlich die Zerbrechlichkeit und auch die Anfälligkeit unseres Finanzsystems für Krisen
Risiken tatsächlich auch bewusst. Ich glaube, realistisch gesehen gibt es hier kein Risiko für dich, dass du enteignet werden würdest. Ich glaube auch nicht, dass man Euroclear pleite gehen lassen würde. Aber wie gesagt, das Ganze zeigt dir eben an, dass das System doch möglicherweise nicht auf so soliden Füßen steht, wie du dir das vielleicht wünschst. Ja. Das heißt, du kannst Maßnahmen natürlich dagegen ergreifen. Wichtig ist, dass du dich als Investor weiterbildest. Wir haben tatsächlich Mandanten, die ihre europäischen Titel abgestoßen haben, die nur noch Aktien halten über Direct Share Registration, was ich dir gerade eben gezeigt habe, von der FINRA. Das musst du dann letztlich entscheiden, was deine Anlagestrategie ist. Wenn auch du planst, von deinem eigenen Kapitalvermögen zu leben, möglichst steueroptimiert im Ausland, dann sind das natürlich auch Überlegungen, die du machen musst. Wenn du Interesse hast, ins Ausland umzuziehen, den Hochsteuerländern der EU zu entkommen und dich neu aufstellen willst, dann würde ich mich natürlich freuen, dich bei einem unserer Seminare begrüßen zu dürfen. Und natürlich können wir auch jederzeit gerne ein Beratungsgespräch führen. Details dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beantworten. Ich selbst habe bekanntlich die EU schon vor 25 Jahren verlassen. Ich bereue es nicht. Und wenn man das ganze Chaos sieht, in dem die EU versinkt und die inkompetenten Politiker, die uns hier möglicherweise ins Verderben lenken, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich mit alternativen Wohnsitzstaaten zu beschäftigen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.